Ah. Hallo? Hallo. 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 Hattest du denn schon mal eine VR-Erfahrung? Ja, ich hatte schon mal so eine Brille auf. Einmal hatte ich eine Brille auf. Nein. Noch nie. Nein. Ja. Hatte ich. Und was war das für eine Erfahrung? In welchem Bereich? War das ein Spiel oder eine Ausstellung? Also ich hatte tatsächlich in einer Ausstellung auch schon mal Erfahrung damit. Genau, das war so ein Horror-Game, was ich mal gezockt habe. Ja. Es war ein Spiel. Ich habe mit einem Roboter getanzt. Wie intensiv war denn diese Erfahrung damals für dich, diese VR-Erfahrung? Das war nicht ohne. Ich habe es ein bisschen unterschätzt. Ich habe es nicht so übel eingeschätzt. 8 von 10, also schon ziemlich intensiv. Ich habe mich ziemlich erschreckt, weil irgendwie alles so nah an einem dran ist und man nicht zurückweichen kann. Wenn du willst, kannst du einfach mal die Brille aufsetzen. Okay. Genau, dann probier doch mal das Handtracking gerne aus. Krass. Wow. Jetzt ist ja da vor dir auch eine Tischplatte. Mhm. Die müsstest du anfassen können und ja, abtasten können. Ja. Ah. Oh mein Gott. Cool, ja. Das ist genau der Tisch. Wenn du soweit bist und den Tisch erkundet hast, dann bitte ich dich, die Augen zu schließen. Und du kriegst etwas serviert. Okay, du darfst die Augen öffnen und bevor du es anfasst, beschreib mir doch mal, was du siehst. Eine Schüssel, ein Gefäß. Sieht aus, als wäre irgendeine Flüssigkeit drin. Könnte Wasser sein. Eine Schüssel mit Wasser. Cool, wenn du willst, darfst du deine Hände gerne ins Wasser tauchen. Okay, es ist kein Wasser. Oh. Ja. Ja, das ist natürlich gut. Ja, das fühlt sich sehr cool an. Das perlt ja richtig. Also, das könnten Styroporkügelchen sein. Das sind vielleicht so Styroporkügelchen oder sowas. Und sie kleben an meinen Händen. Fühlt sich nach Partikeln an, nicht nach einer Flüssigkeit. Aber es ist sehr irritierend, dass es kein Wasser ist. Okay, gut. Okay, dann bitte ich dich wieder die Augen zu schließen. Dauert einen kleinen Moment. So, du darfst die Augen wieder öffnen. Bevor du es anfasst, was siehst du? Oh, ein Kaktus. Oh, ist der krass. Der ist stachelig. Ein Kaktus in einem kleinen Topf. Sieht stachelig aus. Muss ich ihn jetzt anfassen? Wahrscheinlich gleich, oder? Ja, das ist jetzt natürlich tricky, weil davor durfte man alles anfassen. Und jetzt steht vor mir ein Kaktus und da denkt man sich in erster Linie natürlich nicht, dass man jetzt direkt anfassen kann. Oh, irgendwie, ich will ihn anfassen. Auch wenn ich weiß, dass es ein Kaktus ist. Was? Oh, warum ist es flauschig? Der ist ja gar nicht, der ist ja flauschig. Was? Ganz harmlos. Kuschelkaktus ist das. Oh, das ist irgendwie zu lebendig. Okay, ich glaube, ich habe genug. Das Ding. Das ist gruselig. Dann bitte ich dich, die Augen zu schließen. Du darfst die Augen öffnen. Was siehst du denn da? Das ist wohl ein Ziegelstein, würde ich sagen. Und sieht recht brüchig aus. Ich weiß nicht, ob ich das richtig sehe, aber es sieht aus wie so ein Backstein oder sowas. Und der liegt auf so einer
Glasscheibe, würde ich jetzt sagen. Aber ich glaube eher, weil ich meine, es ist ja ein Ziegelstein, eher so sandig und Raumtemperatur warm. Darf ich ihn schon berühren? Hast du Lust, ihn zu berühren? Okay, also jetzt, wenn du mich so fragst, dann nicht, nein. Aber das macht mich fertig, weil ich weiß, dass es sich nicht wie ein Ziegelstein anfühlt. Was ist das denn? Ah! Das ist geil. Ich weiß nicht, es ist schwierig, es zusammenzukriegen, weil man das, was du siehst und das, was du fühlst, halt so auseinandergehen. Ist jetzt ganz was anderes, als ich erwartet habe. Ziegelstein ist natürlich eine völlige Irreführung. Verhält sich wie eine galertartige Masse. Hast du schon mal einen Ziegelstein zerquetscht? Nö, aber jetzt weiß ich, wie es sich anfühlt. Oh, will ich gleich reinbeißen? Wie schmeckt so ein Ziegelstein? Nach Waldmeister. Danke. Wenn du Weg. Wenn du fertig damit bist, dann komme ich. Genau. Okay, wenn du soweit bist und du sehen willst, was du in Wirklichkeit berührt hast, dann darfst du jetzt gerne die VR-Brille abnehmen. Das ist ja geil. Was ist das denn? Was? Aha. Ja, sag einmal. Das letzte Mal so zusammenfassen, was du gerade für ein Erlebnis durchgemacht hast. Ja, es war immer überraschend, weil eigentlich dann die haptische Erfahrung immer genau das Gegenteil von dem war, womit man gerechnet hat. Man hat sich schon irgendwie erschrocken, weil wenn man was sieht und es anfassen möchte und es dann überhaupt nicht das ist, was man eigentlich kennt, dann ist man erst vorsichtig. Das ist so der erste Moment, wenn man immer noch nicht so ganz weiß, was man jetzt genau berührt, ist immer ein bisschen gruselig. Aber es dauert bloß ein paar Sekunden, dann hat man sich eigentlich auch dran gewöhnt. Aber so der erste Reiz ist vor allem wirklich interessant. Welchen Kontrast von den drei fandest du denn jetzt am intensivsten? Ich fand alle krass. Ich glaube, ich fand die Schaumstoffteile krasser, weil man wirklich so seine Hand ja richtig reintun kann und man sieht halt, wie eigentlich die Hand im Wasser ist so. Da fand ich den Unterschied am größten. Und für mich war es vielleicht dieses Plüschige hatte ich jetzt am wenigsten erwartet. Das war für mich das Stärkste. Ist geil irgendwie. Ich hätte Lust weiterzumachen. Das kann man, glaube ich, gar nicht so nachvollziehen, wenn man es nicht selber mal gemacht hat. Vielen Dank fürs Mitmachen. Ja, sehr gerne doch. Hat Spaß gemacht. Dankeschön. Ja, bitteschön. Danke dir. Sehr gerne. Cool. Gewunken. Das ist aber echt ganz nett.